Wir haben ja heute einen besonderen Job. Es ist Feierabend und wir spontan in der Werkstatt gucken wir uns ein Video an. Deswegen haben wir auch ein Bier da. Ist natürlich alles fake. Es ist morgens 7:30 und wir werden gezwungen, Bier zu trinken. Welcome to Bayern. Nee, ich muss in die Kamera gucken. Ne? So, Welcome to Bayern mit italienischem Bier. Andersrum halten, so ist es Schleichwerbung. Ganz schön. So. Können wir mal kurz anstoßen? Prost. Prost, der Kameramann hat übrigens auch ein Bier. Das ist auch Bayern. Ne? Gott, sag ich was. Grundnahrungsmittel. Stichwort ist Grundnahrungsmittel. Wie geht's weiter, Nico? Wir haben ein Video und zwar, wollen wir ganz kurz sagen, worum es geht? Grundsätzlich? Ja. Ich weiß es nämlich wirklich selber nicht. Dann sagst du es am besten. Okay, ihn kenne ich. Okay. Ich habe jetzt ein Standbild von den Blechgefährten. Und das wurde uns zugeschickt. Wir sollen, glaube ich, darauf reagieren, was wir. Ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich irgendwas gefilmt haben, Ja. was mit uns zu tun hat oder so. Also wir machen ja, wer es noch nicht gehört hat, wir machen eine Wahnsinnsveranstaltung in diesem Sommer, nämlich das Macho Caracho. Das heißt, ein Crossrennen direkt bei uns hier am Gebäude. Das wird ganz fürchterlich spektakulär und es ist so, dass die ersten Leute schon angefangen haben, Roller dafür zu bauen. Zum Beispiel der sympathische junge Herr auf diesem Standbild. Und deswegen dachten wir gucken uns das mal an und nehmen die Gelegenheit wahr, gleich auch nochmal Werbung für dieses Event zu machen. Gute Idee, ja. Liebe Zuschauer, ihr müsst mitfahren. Crossrennen hier direkt bei uns vom Haus. Bitte anmelden. Starterplätze sind begrenzt auf wie viel? 18 pro Klasse? Ja, so plus minus 3. Ja. Und deswegen am besten schnell anmelden und wir starten mit dem Video. Das machen wir, ja. Drück du mal Play, wenn ich die Kopfhörer aufhöre. Ja. Und Achso, dann Nico. bin ich mal gespannt, was uns zugeschickt wird. Wer ist denn das? Ich weiß wirklich nicht, wie er heißt. Also er ist aus Braunschweig, Also Wolfenbüttel. Bitte Wolfenbüttel. Wolfenbüttel sogar. Ja. Und ich glaube Lars. Nee. Nennen wir ihn Lars. Vorhin hast du ihn Oliver genannt. Wichtig ist Wolfenbüttel. Da gibt es viele, viele große Prominente aus Wolfenbüttel und wir fangen an. Okay. Einen wunderschönen guten Tag vom Rastplatz, live vom Rastplatz hier im Partybus der Blechgefährten. Hinter mir seht ihr eine Vespa, die gerade von Blechgefährten Worldwide Shipping ausgeliefert wird. Nein, Spaß, das ist die Vespa vom Ingo, jetzt mit BGM 187 eingetragen. Und die werde ich ihm heute ausliefern, das passt sich nämlich ganz gut, denn beim Ingo steht die gekaufte Cross-Vespa. Der Jan, jetzt kommt wieder ein anderer Name ins Spiel, der Jan, das ist der Besitzer von der Rentner-Vespa, ihr erinnert euch vielleicht. Der Jan und ich haben eine Vespa gekauft. Wir haben eine V50 mit PX-Motor gekauft. Ich habe sie selbst live noch nicht gesehen. Das wird sehr, sehr spannend, was wir da gekauft haben, ob wir die Katze im Sack gekauft haben oder auch nicht. Wir werden es sehen. Das werden wir uns heute gemeinsam mal angucken. Im ersten Teil, da wird es wahrscheinlich noch einen zweiten und dritten Teil geben. Wie immer, ihr kennt das. Wir fahren jetzt erstmal zusammen nach Stuttgart, checken die Lage, checken, was das für eine Vespa ist. Und dann geht's zum SIP. Dann werden wir mit Jesko drüber quatschen, was da für Teile reinkommen, werden ein bisschen shoppen gehen und dann Ende Juli das Ding auf der Rennstrecke, auf der Mattstrecke richtig durchprügeln. Und das wird spannend, das wird richtig, richtig lustig. Also freut euch auf eine geile Serie. Wir bauen eine Cross-Vespa. Viel Spaß, der nächste Schnitt ist wahrscheinlich dann bei der Vespa. Haut rein. Ist das in der Vergangenheit? Wann ist das Video gemacht worden? War der schon da? Ja, der war schon da. Der war schon in Stuttgart. Das hat er alles schon gemacht. Das ist jetzt, ich fand es ein bisschen langweilig. Ich hätte ja gehofft, er fährt mit der PX Cross. Jetzt fährt er halt mit einer Small Frame und die kauft er jetzt anscheinend. Okay. Welche Prominenz? Oh, ganz, ganz viele große Namen. Okay. Es gibt sozusagen eine Linie von Lessing, Leibniz Okay. und so weiter, überall. Von Jägermeister ja auch, oder? Jägermeister auch, genau. Okay. Schönen guten Morgen. Ich glaube, das kann kein Filter von meinem Schnittprogramm gerade bügeln, wie ich aussehe. Es ist 6:30, kurz vor 6:30 morgens. Ich habe auf dieser roten Matte hier gepennt, mit Kissen und meinem Schlafsack, Isomatte vergessen, selber schuld. Aber das sind die Momente, wo du merkst, du lebst doch. Shit. Oder du bist Wir sind YouTuber. da. Die Vespa hinter mir werde ich gleich ausladen und vor mir steht die Cross-Vespa, beziehungsweise die es mal werden soll. Also ihr werdet euch gleich wahrscheinlich erschrecken, sowas habt ihr auf dem Kanal noch nicht gesehen. Wir springen da jetzt einfach mal hin und gucken die uns an. Auf die Plätze, fertig. Tadam. Da ist das gute Stück, guckt euch das an. Ein V50-Rahmen, ihr kennt es vielleicht noch, mit einer Stange dazwischen.
einem Lusso-Lenker, einer Lusso-Gabel und einem PX-Motor. Guckt euch das an, wie der Radstand passt natürlich gar nicht. Ne? Der V50-Motor sitzt da schon ein bisschen anders drin als der hier. Da ist ein PX-Motor drin mit keinem SI-Vergaser diesmal. Ne? Guck dir das an, der Zug geht hier so durch, zack, geht da oben hin, kurz, Hub, Gasgriff. Das funktioniert nicht. Ah, okay. Also eins hat er recht, sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber natürlich ist der Radstand der gleich wie vorher, oder nicht? Also wenn er die originalen Verschraubungspunkte nimmt, die Distanz zwischen Motorverschraubung und Antriebsachse ist doch bei Small Frame und Large Frame die gleiche. Oder wenn, dann ist es vielleicht Marginal. marginal. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich ihm nicht so recht. Nicht? Hä? Was? Das ist dieses Konzept mit den Kopfhörern, das hat gewisse Lücken. Ja, aber das kriegen wir hin. Ja. Hä? Kann ich Gas geben? Ja, kann ich nicht. Der Lusso-Lenker hier auf einer V50, geil. Ja, ich finde ja diese Griffe besonders cool. Hier ist noch ein Tank drin. Natürlich nicht, ne? Also diese Chromgriffe geht gar nicht. Hier ist ein Tank drin, der muss auf jeden Fall noch raus, der passt nicht so richtig rein. Da kommt vermutlich dann ein PK-Tank rein. Und hier hinten sitzt einfach mal ein PX-Motor drin. Flytech-Zündung, also Pinasco-Zündung hier drauf. Ich weiß gar nicht, ob der... Nochmal Disclaimer, oder wie heißt das dann? Ausschluss oder sowas? Ne? Das ist keine Flytech. Das ist schön oldschool. Das ist sozusagen das ist dieses Lüfterrad, was es in den 90er Jahren schon gab, seit Anfang der 90er Jahre, was nach ein paar Kilometern kaputt gegangen ist. Also natürlich in äußerst seltenen Fällen kaputt gegangen ist. Ja, was ich interessant finde bei diesem ganzen Umbau ist, dass der Motorbolzen ja eigentlich kleiner ist bei der... Ja, hat er bestimmt aufgebaut. Das ist ja heftiger Umbau. Customizing. Oh, guck mal, hat sogar Kompression, das Ding. Ne? Pinasco. Also ich sehe das auch gerade zum zweiten Mal. Ich habe die hier nur reingeschoben, hier hingeschoben und guck jetzt mit euch quasi live diesen Roller an. Dieses Etwas, diese Cross-Vespa. Jan, das ist unsere Cross-Vespa. Mit der werden wir beim Macho Carazzo aufs Podium kommen. Mal sehen. Und wir können noch mal ein bisschen... Was sind das für Regale? Ist der im Ikea oder wo? Das sind die gleichen, die wir haben. Also wir haben hier ordentlich, der Deckel so. ist natürlich ab, ne? Auf der Seite. Guckt euch das von hinten an. Das Rad sitzt sogar In der Mitte. drin. Super. Rücklicht, ne? Hier, Reflektor oder was ist das? Das ist sogar ein Rücklicht wahrscheinlich, ne? Mal gucken, hinterfassen. Tatsache, da gehen Kabel ran. Hier, dieser schön ausgearbeitete Lufteinlass für die Seite, wo auf jeden Fall die Luft vonnöten ist, wo einfach Luft strömen muss. Ne? Auf der Seite, da muss die Luft strömen, damit dein Ersatzrad gekühlt wird. Anpressdruck. Anpressdruck ist das Nachher Stichwort, drunter ja. sitzt gar nichts wahrscheinlich. Schönes Riffelblech auf dem Boden. Aber das Geilste ist ja diese Lackierung. Ne? Guck mal hier. Achtung. Ist das Hammer? Das ist wie so ein, ich kenne das irgendwie aus dem Treppenhaus hier, so ein Buntsteinlack oder irgendwie sowas. Aber das ist richtig robust, eigentlich ganz geil. Ne? Und selbst die Trommel, guckt euch das an, die Trommel ist so lackiert. Oder gestrichen oder gesprüht, ja, keine Ahnung, das ist echt cool. Und ich habe ja echt gedacht, wir haben uns da jetzt so eine Ranzbude gekauft irgendwie, ne, die irgendwie total dreckig, verklebt, verpegt, verölt ist. Aber Lars hat voll die Katze im Sack gekauft, ne? Also der sieht den Roller zum ersten Mal. Jetzt. Also er hat ja gesagt, er ist mit Jan, also Jan hat den Roller irgendwie gesehen, gesichtet, gekauft. Und er Und weiß... dann ist Ingo einfach losgefahren. Oliver heißt er, oder? Oliver. Ja, gut. Aber... Weil, Also jetzt bei dem Bild weiß ich, warum du Oliver gesagt hast. ich habe gedacht, heißt er wirklich Oliver? Er heißt auch noch Oliver, oder was? An dieser Stelle liebe Grüße an Timo von Blechgefährten.
Okay, Timo, also heißt zuerst hab ich natürlich gedacht, Timo. du heißt Lars, aber du hängst halt eigentlich überwiegend mit dem Jesko ab und Hä? es gibt so diverse Ähnlichkeiten mit so C-Promis. Der ist übrigens, es gibt einen Die Oliver, nachgesagt der auch werden. mal eine Zeit lang in Braunschweig studierte. Den habe ich noch am Kickertisch getroffen in den 90er Jahren. Den kenne ich, deswegen habe ich jetzt, Ja. da war Und ich, das ist ja direkt nebenan. deswegen kam ich auf Oliver. Ja. Also, Ich glaube, Hannoveraner. Timo. Er ist Hannoveraner, er ist. Timo ist Hannoveraner, oder was? Nein, der andere Oliver. Ja. Das ist ja für Braunschweig. Aber Timo kommt aus Wolfenbüttel auch. Ja, der kommt aus Wolfenbüttel. Also der wohnt in Wolfenbüttel. Okay, also wir machen jetzt weiter. Timo hat den Roller nie gesehen und Jan hat den Roller gekauft. In Stutengarten. Ja. Oder so. Nichts. Selbst der Motor, hier, guck mal. Der Motor ist trocken. Hier ist nichts. Hier kannst du unterfassen. Das ist innen lackiert. Also wirklich, klar, ne, das Ding sieht halt nicht aus wie eine Vespa, wirklich. Aber sie ist nicht verranzt. geil, Von vorne. 90er, ne? Einfach, Der Cut. einfach mal abgeschnitten. Kaskade hier irgendwie. Was ist denn? Ist das die Kunststoff? Ja, das ist Kunststoff. Guck mal. Selbst das Kunststoff wurde hier mit diesem Zeug irgendwie besprüht. Das sieht aus wie so richtig so raufgerotzt einfach nur. Aber geil, hier. Nick. Lustig. Und eine Lusso-Gabel da drin, ne? Guck mal. Das sieht ultra heftig aus, ne? Was du da jetzt gefühlt für Federweg hast, aber du hast ja trotzdem eher nur die kleine Schwinge, die irgendwie bis dahin federt. CP1-Reifen gibt es die überhaupt noch? Gucken, Die so. gibt's noch, ja? Meine ich, glaube ich. So, weißt du, wie ich meine, ne? Das sind keine Ahnung, wie viel Federweg wir da haben. 80 mm, 60 mm, hier oben siehst du das ja, ne? Also ich glaube, wir müssen ganz kurz den Cut diskutieren, oder? Das ist sozusagen jetzt der Elefant im Raum. Wir haben diesen Cut gesehen, wir haben nichts dazu gesagt. Das ist ja das Key-Feature, ne? Vor diesem Cut dort. Also Nico, sag doch mal, was du so fühlst bei dem Cut. Ja, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so eine Bomberjacke mit orangenem Innenfutter und irgendwelche Bierhandtuchaufnäher vor Augen, wenn ich den Cut sehe. Ja, aber die Leute, die so einen Cut hatten, die hatten früher immer einen Tenants-Aufkleber, einen grünen Tenants-Aufnäher. Hatte ich übrigens auch mein erster Aufkleber. Das ist auch so ein Cut, oder wie? Nein, ganz so schlimm war es nicht. Okay. Aber ich hatte auch mit etwas unglücklich geformten Cuts angefangen und mit einem Tenants-Aufnäher, deswegen muss ich also dieser Cut ist eine Katastrophe, sieht kacke aus. Sorry. Also wir müssen es sagen, wie es ist. Wir sind nicht zum Spaß Ein hier. Wortspiel, Jesko. Ist ja Arbeitszeit, müssen wir sagen. wie es ist. Katastrophe. Ja, das ist. Okay, machen wir weiter. Viel. Müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten. Ja, oh cool, hier, da. Luft en masse haben wir hier. Richtig cool. Ja, geil. So, das ist das Ding. Ich wollte euch mal mitnehmen, auf jeden Fall zu der Abholung hier. Das sieht lustig aus. Ey. Einmal muss ich es noch zeigen. Hier, guck mal. Die Stange ist auch echt gut eingeschweißt und dann hier drüber gelegt, ne? Das ist so eine Kleiderstange, oder? Er war doch bei Ikea, Kleiderstange gekauft. Oder so ein Staubsaugerrohr oder sowas. Oder Staubsaugerrohr, genau. Jetzt muss ich mal gucken, wie der richtig. Das ist übrigens ein Hightech-Laptop, ne? Womit wir hier arbeiten. Das ist ein. Was hat der Kameramann gesagt, was man damit machen kann? Das ist, damit kann man Fäkal schneiden oder sowas. Oder Flüssigfäkal schneiden Fäkalschneiden. war die genaue Aussage. Mit einem MacBook Ja. Pro, Serie Pro. Ja, für viel Geld. Ja. 4K oder so, keine Ahnung. Ja, irgendwas mit hochauflösend. Nicer Scheiß. Ich freue mich richtig. Ich freue mich, dass ich euch mitgenommen habe hier auf diese kleine Tour, dieses kleine, aber feine Video. Der erste Teil von Wir bauen eine Cross-Vespa. Und jetzt geht's, ja, in 2,5 Stunden habe ich einen Termin bei SIP, beim Jesko. Und wir gucken mal, ja, was er von der Karre hält. Ob er sagt, Alter, das geht gar nicht hier auf der Strecke, da brauchst du was ganz anderes. Und wir wollen gucken, was für Teile da reinkommen. Wir gehen. Ich bin ja so gespannt, was passiert, wenn er beim Jesko ist. Aber ganz ehrlich, also das war jetzt nett, ne? Aber so viel ist jetzt noch nicht passiert. Nee. Muss ich so ein bisschen kritisieren. Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt auch mehr gesammelt an interessanten Informationen, als wir reine Videozeit haben. Ja. Sonst noch etwas, was du erzählen möchtest, Nico?
Ich würde den Abspann jetzt noch gern, da kommt bestimmt noch was Gutes. Okay, weil noch haben wir Zeit. Die Zuschauer sind gespannt und wollen gerne wissen, was wir noch. Ich glaube, die Zuschauer sind ein bisschen verwundert, oder? Warum wir morgens um 7:30 schon Bier trinken. Ja. Dann machen wir mal den Abspann. Sozusagen gucken, was wir hier noch mit dem Motor machen können. Vielleicht nehmen wir mal die Haube runter und gucken, was da für ein Motor drin ist, was da für ein Zylinder drin ist, was wir damit machen können. Das wird noch ultra spannend, also bleibt dran. Die Fortsetzung folgt auf jeden Fall zeitnah. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss, ich gehe frühstücken und ihr guckt das Video wahrscheinlich beim Abendessen. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Okay. Siehst du das Logo? Ja. Jetzt ist es weg. Ich, Du musst mal zurückgehen. ich weiß nicht, wie man zurückgeht. Das mit dem Hirsch. Das ist jetzt ein ganz anderes Video. Ja, ich weiß ja nicht, wie man da zurückkommt. Doch, Also ich weiß das nicht. Logo Doch, ist ich weiß, ganz was cool, ich weil meine, es ist so ein bisschen angelehnt an Jägermeister, würde ich behaupten. An Vespa und an Jägermeister. Deswegen finde ich es ganz schön. Ich bin ja übrigens auch Wolfenbüttler. Ne? Echt? Fun Fact am Rande, ich bin auch Wolfenbüttler. Aber was habt ihr mit einem Hirsch zu tun? Es gibt einen Kräuterlikör. Ein Kräuterlikör, der schöne Abende und lange Morgene macht. Und der hat so einen Hirschkopf als. Ja, ich check's halt überhaupt nicht, wie im MacBook. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mehr so der Windows-Typ. Ne? Ja Liegt da irgendeinen Scheißdreck rum in der Hoffnung, dass... Nico, das ist intuitiv funktioniert das. Rein Ich intuitiv. ist nicht mal weg. Wie geht es zu? Ganz flüssig. Ich bin Wahnsinn, ich bin so ein Technik-Nerd. Das ist... So. Ja, das war das Video von Stefan aus Wolfenbüttel. Und Es ist ein Mehrteiler, oder? das ist ein Mehrteiler. Okay. Und deswegen erzählt jetzt Nico das Outro. Was ist das denn? Ich habe das, glaube ich, nur minimiert. Ich weiß nicht mal mehr, wo es ist. Nico, wir müssen irgendwie jetzt rauskommen. Also die Zuschauer sind jetzt zwar natürlich total gespannt, wenn wir seit 3 Minuten Unsinn labern. Deswegen musst du jetzt ein Ende finden. Ja, okay, also ein Ende finde ich sehr gerne. Scheinbar tut Timo uns ein weiteres Video zuschicken und dann vielleicht irgendwie ein bisschen mehr ins Detail gehen, was er vorhat mit dem Roller. Weil ich glaube, er ist ja selber überrascht gewesen, was er da gekauft hat. Das nächste Video wird wahrscheinlich sein, wie er bei SIP aufschlägt und sich mit dem Jesko trifft. Mache ich dann alleine ein Reaction-Video mit dem Kameramann? Willst du mich raushaben oder was? Ja, du warst ja dabei. Willst du ein Reaction-Video über dich selber machen? Achso. Okay. Dann freue ich mich auf das Reaction-Video mit Jesko, über Jesko. Und mein Bier ist leer. Gehen Grüße raus eigentlich? Grüße. Unser heutiger SIP-TV-Gruß geht an Blechgefährte. Ja. Timo? Oliver aus Hannover. So, ich brauche ein neues Bier. Ist gleich 9. Bis zum nächsten Mal.